Alrighty then, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakespeare Pitch mit mir, beim Basti, und dem zweiten Blick auf den Demon Hunter 2.0 auf dem Beta-Server. Ich habe dazu schon ein Video gemacht und wir haben dort schon mal die ersten Eindrücke und die ersten Daten analysiert. Und ich zeige euch jetzt erstmal nochmal zwei Dungeons. Der Steingigant, den habe ich mit Level 24 und 25 ohne Steine auch schon probiert. Da sind einige 100 Pilze draufgegangen. Da habe ich ihn nicht geschafft. Hier haben wir ihn dann mit Level 26 und 2 Steinen in den Items besiegt. Wir mussten dazu viermal reviven. Und dann noch den Fleischgolem hinterher. Da waren es insgesamt 6 Revives, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, ich will dieses Video nochmal nutzen, um euch zu erklären, warum ich denke, dass der Demon Hunter in dieser Form, wenn er so released wird, die stärkste Klasse overall ist. Oder die attraktivste Klasse möglicherweise overall ist. Wir haben jetzt diese zwei Dungeon Tries von mir gesehen. Die sind im Prinzip 10 bis 20 Pilze. Ja, haben die gekostet. Beide jeweils. Und klar, vorher habe ich natürlich gesagt, 600, 700 Versuche, kein Sieg. Aber jetzt kommen wir mal zum Kernpunkt. Die erhöhte Chance von 44% roundabout, sich zu reviven, zwar auf 90% HP. Dieser Buff scheint, oder dieser Buff führt zu folgendem Thema, also im PvE-Bereich. Da haben wir hier auch mal ein Foto, wo wir das so ein bisschen sehen können. Da wurden quasi Werte von einem Assassinen genommen. Diese wurden dann übertragen auf einem Demon Hunter alt und neu. Da haben wir zum Beispiel Nordic Gods, Loki, beim Assassinen waren es 9,03% Chance, der Scout hatte 11,53, der alte Demon Hunter 11,43, der neue Demon Hunter eine doppelte Chance von 22,32. Dann Ruler of Nine, zum Beispiel unten bei Hemoridor, der Gegner bei am Assassin 2,43%, der Scout sogar niedrigere Chance. Der alte Demon Hunter hatte hier schon eine höhere Chance von 4,01% und der neue Demon Hunter geht sogar auf 12,41%. Und auch der Kundschafter Katsi Cutler, Time of Honored School of Magic, 1,53 beim Assassinen, 1,39 beim Scout, 3,81 beim Demon Hunter und 10,85% beim neuen Demon Hunter. Das ist zum Beispiel jetzt sowas, was im PvE-Bereich schon mal erheblich größere Werte sind. Auch bei den Kriegern, jetzt Alex zum Beispiel im 13. Floor von 6,91%, 5,56 beim Scout. Hier hatte der alte Demon Hunter nur 2,93% Win Chance. Geht der neue auch auf 9,06%. Also wir haben bei den meisten Dungeons eine Erhöhung der Gewinnchance um das Doppelte, wenn nicht sogar mehr. Bei den meisten Dungeons. Außer natürlich bei den Magiern, da ist es fast identisch. Das ist schon mal eine sehr krasse Ansage. Ja. Und der Demon Hunter war ja, und das hat man hier schon gesehen, ja sowieso schon als Dungeon-Klasse angekündigt. Deshalb hat er hier schon zum Teil höhere Chancen gehabt, ja, als der Assassine oder auch als der Scout. Dazu kommt, oder auch einer der Gründe ist ja der erhöhte Rüstungswert. Man darf ja nicht vergessen, der Demon Hunter geht auf maximal 50% Rüstung. Das ist ja auch der Vorteil des Demon Hunters gegenüber dem Scout oder auch dem Assassinen, wenn man gegen Magier angreift, weil man im Prinzip einfach doppelt so viel Schaden abwehren kann. Das ist ein extremer Faktor. Das heißt, wir haben den Demon Hunter einerseits gebufft gegen Krieger und gegen Geschick-Dungeons. Auf der anderen Seite haben wir den erhöhten Rüstungswert, den er sowieso als Vorteil hat gegen Magier. Und da
wird die Klasse halt sehr, sehr interessant. Ja. Und warum ist der jetzt so stark gebufft? Mit 44%. Wobei man ja sagen können, das Ausweichen oder auch der Rage, die haben ja immer noch 50%. Ja, da kommt natürlich das Thema zu tragen, dass der Revive, wenn man das jetzt mal so einen Angriff anguckt, ne? Der Revive, anders als das Ausweichen oder der Rage, passierte nicht pro Angriffsrunde. Also eine Angriffsrunde ist für mich, ich greife einmal an und der Gegner greift einmal an. Das ist eine Angriffsrunde und da kann natürlich ausgewichen oder geraged werden. Der Revive folgt hier, das ist übrigens ein Dungeon, den wir eigentlich so jetzt nicht schaffen sollten. Der Revive folgt ja erst nach einigen Angriffsrunden, sobald man 0 HP hat. Und das bedeutet, dass der Damage, der verteilt wird, sich schon gestackt hat. Also ähnlich wie bei einem Rage. Wenn der Berserker natürlich 8, 9 Mal hintereinander raged, stackt er sich selber im Damage auch hoch. Der Gegner hat diesen Vorteil nicht. Bei einem Revive hat auch der Gegner den Vorteil. Nichtsdestotrotz ist gerade ja auch das Ausweichen des Assassinen und des Scouts, was diesen Vorteil nur passiv mitbringt. Und hier ist der Revive aktiv. Und wenn man dann auch noch die Erstschlagrune hat, wird man nach dem Revive auch immer als erstes angreifen. Und dann hat man natürlich so viel Damage, dass die meisten Gegner dann halt irgendwann nach 4, 5, 6, 7 Revives fallen. Wir haben jetzt auch schon Kämpfe gesehen. Sowohl, dass im Prinzip der letzte Damage nach einem Revive passiert ist oder man selbst, wenn es noch nicht gereicht ist, halt One-Hit ist. Und darauf läuft das Ganze irgendwann hinaus bei den Krieger- und bei den Kundschafter-Dungeons. Und da kann man natürlich vor allen Dingen eins machen, man kann extrem viel pilzen. Weil nicht immer ist es so, dass der Gegner nach einem Revive natürlich einen Crit rausballert. Na, also das ist so dieses Beispiel, das muss man sich immer vor Augen halten. In den Dungeons ist der durch diesen Buff so extrem stark, dadurch, dass nach einem Revive extrem viel Damage auf den Gegner zukommt. Und es gibt ja keinen Gegner, der HP regenerieren kann, ne? Außer jetzt, wenn man im PvP auch gegen einen Demon Hunter spielt. Und das ist ja bei den Dungeons aber noch nicht der Fall. Das ist das eine. Also wir haben den die erhöhte Revive-Chance gegen Krieger und gegen Kundschafter, was im PvP-Bereich natürlich auch ein größerer Vorteil ist. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, im PvP-Bereich, ne, wenn man jetzt angegriffen wird als Demon Hunter, ist es nicht zwingenderweise so, dass man dann gleich viel mehr Kämpfe gewinnt, aber es gibt eine Chance von 10 bis 20%, dass man die Kämpfe gewinnt, die man vorher hätte nicht gewonnen. Also die Chance wird von 10 bis 20% erhöht, die vielleicht vorher irgendwo lag bei 30 bis 40% im Schnitt. Und gegen die Magier ist es ja gleich geblieben. Da wird die Klasse eben attraktiver und auch stärker. Wenn man selber als Demon Hunter einen Assassinen oder einen Scout angreift, ist es ja sowieso so, dass man sich den Gegner passend raussucht und dann wahrscheinlich in der Ehrenhalle sowieso noch umso einfacher weiter vorne dabei ist. Das ist ja auch noch so ein Thema. Also die Pilzer, die diesen neuen Demon Hunter spielen werden. Und ich denke, sobald es released wird und wenn es wirklich dabei bleibt, werden wir das sehr stark beobachten können, dass es dann viele Demon Hunter gibt, dass es dann auch viele Demon Hunter relativ weit oben gibt, je nachdem, wie hoch halt das Ausgabepensum ist. Und ja, ich finde, dass gerade so diese Medium-Pilzer oder eben die Pilzer, die sagen, ich habe einen festen Betrag im Monat, feststellen werden, dass die beim Demon Hunter auch schneller durchkommen durch die Dungeons, ja. Und nur wenn man jetzt wirklich bereit ist, dann extrem viel auszugeben, dann kann der Demon Hunter wahrscheinlich sogar auch mit den Leveln vom Berserker mithalten. Wenn nicht, also vielleicht nicht ganz, aber fast. Es haben ja auch Druiden oder auch Kundschafter geschafft. Wie viel teurer das ist, kann ich jetzt nicht sagen.
weil das Problem sind natürlich dann trotzdem die Magier. Die Magier blocken im Prinzip noch mehr. Wenn man eher jetzt die Krieger und die Kundschafter schafft, bedeutet es ja auch, dass man mit einem niedrigeren Level gegen den Magier-Dungeon zu kämpfen hat. Und dann als jetzt vorher. Und dann muss man schon sich komplett neu equipped haben und vielleicht Steine aktualisiert haben und dann auch noch viele Tries geben, um vielleicht auch den Magier schlagen zu können. Ne? Also dieser Geschickgegner hier, den könnte ich gegebenenfalls auch schlagen, wenn ich nur ausreichend Versuche gebe und halt ausreichend Revives habe. Wir hatten jetzt 2, 3 Versuche mit 3 Revives, glaube ich. Das ist ja jetzt alles noch nicht viel. Und klar ist der Gegner eigentlich viel zu stark. Den sollte man nicht probieren. Also ein Medium-Pilzer sollte hier keine Pilze reinstecken. Aber der Hardcore-Pilzer kann das halt machen. Und die Möglichkeiten sind jetzt mit diesem Demon Hunter deutlich erhöht worden. Und das wird sich im Prinzip dann auch zeigen, sobald das Ganze offiziell geht. Ja. Und dadurch, dass aber der Medium-Pilzer auch einfacher durch 60% der Dungeons kommen kann, das ist 70%, ich weiß nicht, wie viel es genau sind, ist die für mich die Klasse halt dadurch sehr attraktiv und vielleicht auch die attraktivste Klasse. Auch Free-to-Play-Spieler haben im Prinzip bessere Möglichkeiten, mit dem Demon Hunter auszukommen, sowohl im PvP-Bereich als auch natürlich im Dungeon-Bereich. Nur sind da natürlich die Magier auch sehr kritisch zu sehen. Also, das ist ein wirklich sehr starker Buff. Die Fähigkeit des Revives hat den größten Impact und das sieht man jetzt halt, dass er so viel höhere Chancen hat, Dungeons zu besiegen, obwohl er ja eine niedrigere prozentige Chance auf seine Fähigkeit hat. Also immer noch. Ja, und da sieht man das halt, wie relevant so eine Revive-Fähigkeit im Prinzip ist gegenüber einem Breach und gegenüber Ausweichen und Blocken sowieso. Ja, genau. Die 50% Rüstung nicht zu vergessen gegen Magier. Dadurch ist die Klasse besser als der Scout oder auch der Assassine. Und ja, overall gesehen ist dann auch Geschickklasse wahrscheinlich wieder das Nonplusultra, wenn der Demon Hunter so released wird. Also es kann natürlich immer noch sein, dass das nicht so released wird. Jetzt habe ich überlegt, was wäre jetzt die einfachste Chance für Playa Games zu sagen, okay, das ist uns vielleicht dann doch ein bisschen too much. Man hätte die Chance zu sagen, man macht vielleicht nicht die 50% Rüstung, sondern man zieht ja irgendwie 10% ab. Also dass man wie so ein der Kampfmagier hat ja das Schild, dieses magische Schild, ne, was diese 10% auf 50% erhöht. Dass man jetzt so sagt, hier gibt es halt so ein Schild, was die Rüstung um 5 bis 10% niedriger gestaltet. Dadurch ist es schon wieder ein kleinerer Debuff noch für den Demon Hunter. Oder dass man die Schadensformel anpasst, dass man vielleicht 10% weniger Schaden oder sowas macht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie tatsächlich an den Werten, wie es jetzt hier ist, noch was ändern, weil es ist ja so, es ist jetzt eine richtige Dungeon-Klasse. Ja? Oder noch mehr eine Dungeon-Klasse, wie es schon vorher war. Und sie würde ja auch so angekündigt. Also ich denke schon, dass Playa eher sagt, nee, wir lassen den dann so. Weil jetzt ja wirklich da mehr geht. Und es wird dann Spieler geben auf dem offiziellen Server, die werden dann Rekorde versuchen zu brechen. Und da klingelt es natürlich dann auch wieder ein bisschen. Ne? Muss man ja auch so fairerweise sagen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und ja, ich weiß halt nur nicht, also ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob es dann zu OP ist oder ob es wirklich einfach nur eine gute Balance ist. Fakt ist ja, dass der Demon Hunter bis jetzt wirklich sehr selten gespielt wurde. Auf den wenigsten Servern hat er wirklich eine Relevanz. Und demnach muss er natürlich insgesamt noch stärker sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass im High-Level-Bereich das Ganze nochmal ein bisschen näher zusammenrückt, weil klar, wenn er revived, hat er wieder die Chance, was zu machen, aber er hat ja nur 90% HP und es ist sowieso so, dass er gerade im High-Level-Bereich durch diese ganzen zusätzlichen Schadensboni das auch
meistens One-Hits hinausläuft, ab einem gewissen Punkt, wo der Schaden so hoch gestackt ist. Demnach wird sich dort die Win-Chance nicht deutlich verbessern. Aber zum Serverstart bis zum Midgame-Bereich hat man auf jeden Fall viel bessere Optionen mit der Klasse. Egal, ob man jetzt krass pilzt, ob man jetzt Medium pilzt oder Free-to-Play-Spieler ist. Und die krassen Pilzer, die können aber auch sehr, sehr weit reingrinden, wenn sie wirklich sehr, sehr viele Pilze ausgeben. Und deshalb denke ich, zusammengenommen ist dieser Demon Hunter 2.0 für mich würde das die attraktivste Klasse bilden in allen Bereichen des Spiels. Und ja, testen werde ich es wahrscheinlich so schnell nicht. Aber ja, eure Meinung könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es ist alles nachvollziehbar. Das war es dann erstmal von mir. Morgen kommen dann 2 wichtige kurze Videos zu den ja, kommenden Events. Und da freue ich mich auch drauf. Schaut auf jeden Fall rein. Das war es erstmal von mir. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.